schafft es Lumibrix das perfekte Gleichgewicht zwischen Spielset und Displayset bei der Farm-Serie? Was meint ihr? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinen klimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch wieder ein Set von Fanhol mitgebracht, die ja mittlerweile Lumibrix heißen. Das ist ein älteres Set aus September 24. The Cow Barn mit der Setnummer F9037, 1368 Teilen von der Farm-Life Serie. Schön gestaltete Box mit Hintergrund lädt ein für Spielideen. Was ich aber auf der Box bemerkt habe, und das hat mich beim Baum verwirrt, diese Leiter hier gibt es gar nicht im Set. Also, das ist Fake News. Auf jeden Fall, hier an der Seite haben wir ein bisschen die Figuren, eine Kuh, ein bisschen was von den Prints. Und hier hinten haben wir auch noch ein paar Details aus dem Inneren. Schöne Box, Airplane Box, wie immer bei Lumibrix. Da die Bauanleitung. Ich habe wie immer mit PDF gebaut. Und wie gesagt, das ist schon noch ein älteres Set. Das ist alles das gleiche Foto. Hier das gleiche Foto, das gleiche. Und hier ein bisschen anders, vielleicht so in der Dämmerung. Und hier startet der Bau auch recht schnell. Da gibt es nicht so wie aktuell auf so vielen verschiedenen Sprachen. Aber damals waren die Bauanleitungen genauso gut. Wie man sieht, schöne große Bilder. Hier auch die Verkabelung wird immer sehr gut gezeigt. Gute Bauanleitung. Die Bauanleitung hat 240 Seiten. 325 Bauschritte und 7 Bauabschnitte. Macht 4,2 Teile pro Bauschritt oder knapp 200, genau zu sein, 195,43 Teile pro Bauschritt. Und hier haben wir schon das Gebäude. Die Maße. Also das Haus oder das Hauptgebäude hat eine Breite von 30,5 cm, eine Tiefe von 20 cm und eine Höhe von 28 cm. Das Seitbild oder diese Windmühle, die hat, kommt darauf an, wie man das hier einstellt, und das ist so beweglich. Man kann das natürlich ja auch drehen, auch alles schön bedruckt. Hat eine Höhe von 21 cm, eine Breite zwischen 10 und 12,5 cm und eine Tiefe von 10 bis 14 cm, je nachdem wie ihr das einstellt. Der Preis. UVP auf der Lumibrix Webseite ist 80 €, was einen Teilepreis von 5,85 Cent macht und einen 100 Gramm Preis von 5,74 € pro 100 Gramm. Das Set hat ein Gewicht von 1393 Gramm. Ich habe dieses Set gewonnen bei einer Preisausschreibung. Sagen wir mal, man hat es mit 30% Rabatt kaufen können. Dann wäre das 56 €, ein Teilepreis von 4,09 Cent pro Teil und ein 100 Gramm Preis von 4,02 € pro 100 Gramm. Ich finde den Preis schon in der UVP verblüffend. Nicht mal 6 Cent pro Teil. Super Teilepreis. Dann die Figuren, die blende ich euch jetzt ein. Sind nur 2 Figuren. Da haben wir den Farmer und die Farmerin. Ob es die Tochter ist, ob es die Frau ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Schön von vorne und hinten bedruckt. Der Farmer hat wohl so Stiefel an. Ja, keine Wendegesichter. Schöne Minifiguren. Dann hat das Set
4 LEDs nur. Es hat aber 55 bedruckte Teile. Es hat 7 Tiere, es hat 3 Kühe, einen Hund. Dieses Huhn hier rechne ich auch als Tier. Und drinnen, zeige ich ja auch noch später, ist noch eine Katze und eine Maus versteckt. Die Bauzeit, die betrug circa 3 Stunden. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir nun zum Speedbuild. Danach zeigen wir die Beleuchtung und nehmen das Set ein bisschen auseinander. Viel Spaß! Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir zur Beleuchtung. Das ist diesmal so gelöst. Man kann es hier aufmachen. Und hier ist die Batteriebox. Und dann macht man es an. Und damit ihr es noch besser sehen könnt, mache ich jetzt meine Beleuchtung aus. So. Und obwohl es nur 4 LEDs sind, wirkt es schon super beleuchtet. Wie ihr seht, hier vorne eine Lampe und da drinnen. Scheint schön auch durch die Fenster. Und das ist die Hinterseite. Man sieht auch, hier ist gut beleuchtet. Ach, vielleicht ist diese Leiter gemeint, das an der Box, dass man die von hier weg tun kann. Ja, wahrscheinlich. Und
Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Hier ist schon die Katze. So, einmal rundherum. Da haben wir auch die 2 anderen Kühe. Und das wär's. Hier ist keine Beleuchtung an der Windmühle. Ja, machen wir jetzt mein Licht wieder an. Und nehmen wir das Set jetzt ein bisschen auseinander. Hier gibt es nicht mehr viel zu zeigen. Das kann sich hier so drehen. Alles schön, alles bedruckt, alles gleiche Drucke. Hier hinten haben wir noch eine Pfannenhohlbedruckung. Ach ja, keine Sorge. Ich bin halt Koch und ich habe mich ein bisschen geschnitten. Müsst ihr nicht sehen. Auf jeden Fall hier eine kleine Pfannenhohlbedruckung. Das kann man hier auch so bewegen. Nett. Wäre vielleicht noch cooler, wenn quasi das so als Brunnen funktionieren würde. Aber mei, funktioniert auch so. Und dann das Set. So von vorne. Das sind die Scheunentüren. Die kann man so hin und her bewegen. Was man gleich sehen kann, ich versuche es so näher zu bringen, dass diese Bedruckung ja nicht richtig weiß ist. Das ist eher rosa. Und dieses Problem kennen wir bei vielen Herstellern. Das weiß auf rot bedruckt nur einmal, ja, das reicht nicht. Dann hier die kleinen Minifiguren. Hier haben wir eine Kuh, hier frische Milch. Hier so ein Milchverkaufsstand. Das sind wohl leere Gläschen und hier alles. Das ist alles Metallic Silber. Ich weiß nicht, ob das schon als Chrom zählt oder Chrom, wie sagt man das? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mega cool. Sehr, sehr viele Metallic Silber Teile, sage ich jetzt. Und dann hier an der Seite, da sieht man hier die Kühe und kann man auch da reinsehen. Das kann man hier so auch öffnen. So überall quasi Heuballen. Ja. Hier hinten haben wir auch so eine Scheunentür. Das habe ich ja gezeigt, das kann man ja hier öffnen. Da kann man auch sehen, Schaufeln und noch mehr Heu und ein paar Details hier. No Smoking und solche Sachen. Nett. So eine kleine Zwischenwand. Leiter. Da hinten ist auch noch eine Tür. Und hier die Maschine für Melken. Auch cool. Dann hier haben wir auch eine ganz normale Tür. Die funktionieren gut. Hier ein Brett mit Schlüsselloch. Und diese Seite hier. Und wie ihr schon seht, man kann die Dächer super runternehmen. Dieses kann man runter tun. Das von der anderen Seite auch zusammen mit den Teilen. Und das auch. Super stabil gebaut. Aber das ist leider der obere Teil nicht modular. Das finde ich schade. Das wäre noch besser bespielbar. Könnte man dieses Teil auch runternehmen. Hier haben wir so einen Kran. Und den kann man auch so reinschieben. Und dann kann man auch diese Scheunentür zumachen. Finde ich auch super cool. Ich versuche es mal so noch näher zu bringen. So, hier kann man halt drehen, dass hoch und runter geht. Was ich wieder schade finde, dass sie da nicht so etwas gemacht haben, dass man es auf der Stelle blockieren kann. Weil das geht ganz einfach runter. Und egal was du dranhängst, es geht ganz bis nach unten. Vielleicht könnte man das... Ja, also ich habe es ja nicht geschafft, dass ich das fester mache. Upsi. Ich repariere das und dann komme ich wieder. Da bin ich wieder. Also, wo ich stehen geblieben bin. Also, dass man quasi dieses Rad nicht festmachen kann, dass wenn man da was drauf ranhängt, dass es nicht gleich ganz runter geht. Kann man so vorne nach hinten bewegen. Ganz bisschen kann man das auch vielleicht einstellen. Oder man stellt es als einmal ein und gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen konntet, aber da hinten ist ja, da ist die Katze und da die Maus. Ich finde es cool, wie sie die Batteriebox da versteckt haben. Und ja, nee, das kann man nicht runter tun. Aber hier sieht man einen Ventilator und nochmal hier die Kühe. Und da sieht man auch unten so quasi Hufabdrücke von den Kühen.
Und nochmal da die Leiter und so diese Wand, wie sie schön nett gebaut ist. Also an Details mangelt es nicht. Ah, guck, da ist wohl ein Reserveteil abgefallen und dann kann ich auch gleich zeigen, das sind die Reserveteile. Wir haben sogar hier dieses Metallic Reserveteil, sehr, sehr nett, sehr schön. Und wir haben sogar ein Seil als Reserve. Und das fand ich cool, hier vorne wurden diese ganzen Techniklöcher zugemacht. Schön, hier konnten sie nicht, da sieht man nur die Hälfte, da würde auch nichts dazwischen passen. Dann finde ich es ja schade, dass sie hier hinten das nicht auch zugemacht haben. Nein, man kann wohl nicht alles haben. Ja, hier dann nochmal diese Tür. Und wenn man das hier öffnet, mehr Modularität haben wir jetzt da nicht. Aber was wir hier noch haben, und das ist cool, das ist wohl, wo die Milch reift. Da haben wir so einen Computer, 3,7 Grad, hier so ein kleiner Schrank, auch in Metallic Silber, hier Wasserhahn, richtig cool. Und da an der Seite, ich weiß nicht, ob man das vielleicht besser so. Ja, das wollte ich zeigen, dieses so wie Schläuche. Und dann haben wir hier noch ein kleines Büro. Auch eine Uhr, ein Kalender an der Wand, den man auch nicht so gut sehen kann. Na. Ja, besser geht's leider nicht. Und das ist vielleicht, ja, Manko oder der einzige Kritikpunkt wäre noch besser, wenn das hier noch modular wäre oder diese Wand, dass man rausnehmen könnte. Mittlerweile macht das ja Lumibrix. Ja, das ist jetzt ein älteres Set und tatsächlich habe ich mir das größer vorgestellt, so auf den Produktbildern. Aber finde ich jetzt, das ist jetzt keine Kritik. Ich habe es mir halt nur größer vorgestellt. Aber der Bau war sehr angenehm. Die Bautechniken waren jetzt nicht sehr spannend. Deswegen finde ich es auch, dass es ein super Kinderset sein könnte. Auf jeden Fall finde ich, dass man es gut bespielen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass der Papa, vor allem wegen der Verkabelung oder die Mama, da ein bisschen Hand anlegen müsste. Aber wie man sieht, ja, ein schöner Bauzi, das ist auch nett. Überall viele Details. Also da gibt es wirklich nicht viel zu meckern. Und vor allem der Preis ist auch wirklich was Cooles. Ah ja, hier haben sie quasi den Wasserschlauch. Für den Wasserschlauch so diese Indiana Jones Peitsche genommen. Ich weiß nicht, ob man das auch erkennen kann. Oder ist es zu dunkel? Ja. Man kann ja halt in die PDF auch schauen im Internet. Da kann man die ganzen Details sehen. Natürlich haben wir einen Teiletrenner immer dabei, eine Zange und ja, bisschen Farbabweichungen hatten wir und das sieht man, glaube ich, hier auf diesem Teil, auf diesen Gelenken, Hinges, ich weiß nicht, wie man die genau nennt. Dieses Teil ist gut, aber das Gegenstück, das ist zu dunkel. Sonst habe ich keine Farbabweichungen gesehen. Das finde ich schade, dass sie auch nicht die Möglichkeit gefunden haben, das anzunoppen. Sonst gibt es keine losen Teile. Ja, und diese Pistole hier, ich glaube, das sollte quasi der Wasserstrahl vom Schlauch sein. Wie nennt man das? Ja, Wasserpistole. Das könnte auch lose sein laut Bauanleitung, aber man kann es ja auch noch annoppen und dann ist es nicht mehr lose. Ja. Was meint ihr? Spielset, Displayset? Ich finde die Farmreihe von Lumibrix sowieso genial. Mir gefällt sie sehr. Die Windmühle finde ich auch schön. Die Details sind gut. Oh, so viele Tiere, das dabei sind. 3 Kühe, Hund, Katze, Maus, Huhn. Ja, Huhn jetzt, ja, es ist ein Tier, ja, muss man dazu rechnen. Mir gefällt es sehr. Ich bin sehr froh, dass ich es noch gekriegt habe. Ich habe gesehen auf der Lumibrix Webseite, es ist in USA ausverkauft, in Kanada. Es
ist auch nicht lieferbar aus China. In Deutschland sind noch, glaube ich, 19 Stück verfügbar. Wer das noch haben will, es kann gut sein, dass es vom Markt kommt. Und ja, auch für 80 Euro ist es kein schlechter Preis. Aber wenn ihr meinen Code Klemmtastisch benutzt, kriegt ihr 10% Rabatt. Dann ist es ja schon 72. Und wenn ihr es über meinen Affiliate-Link kauft, dann habe ich auch was davon. So könnt ihr meinen Kanal unterstützen und ich kann euch noch mehr schöne Sets zeigen. Sonst hoffe ich, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.